ein Lebensgefühl. Das hat was von Freiheit, oder? Unser Proviant. Hier Apfel, Getränke. Sonnencreme bitte. Ja. Das brauche ich jedenfalls. Ja, ich auch. Sonnenbrille. Ja. Ja, für alle Fälle kann man immer Stimmt. brauchen. Stimmt. Zur Zeit. Smartphone. Brauchen wir das überhaupt? Nee, eigentlich am besten verzichten wir drauf. Aber Geld. Geld. Oh ja. Heute geht's in die Berge. Ich liebe die Berge. Da fühlt man sich echt so frei, gell? Ja, Super. das stimmt. Die wunderbare Natur, das befreit irgendwie Kopf und die Seele. Und ich finde, es bietet auch eine wunderbare Kulisse, um auf Entdeckungsreise zu gehen. Heute, liebe Lebenskünstler, geht es nämlich um die Suche nach dem persönlichen Ideal. Kommt ihr mit? Auf geht's. Entdeckungsreise. Genau das ist die Suche nach dem persönlichen Ideal. Ich mache mich auf den Weg in mein Inneres und entdecke die Zeichen und Botschaften Gottes. Da kann es hilfreich sein, ein wenig Abstand vom Alltag zu bekommen, einfach Freiraum zu schaffen, um nachzudenken und zu forschen. Das persönliche Ideal. Mein Lebensgeheimnis. Mein Ziel. Meine Kraft. Alles, was sich damit verbindet, zündet ein Funke in mir. Oder wie es der Dichter Josef von Eichendorff so schön sagt: Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Bei der Suche nach dem persönlichen Ideal geht es langsam und behutsam vorwärts. So wie bei der Bergtour. Auf den Gipfel kann ich auch nicht rennen, sondern ich muss schauen, wo ich meine Füße hinsetze. Außerdem gibt es unterwegs so viel Schönes zu sehen, manchmal so, dass es einen fast blendet. Oh, schaut mal, wie schön. Vergiss mal nicht, ich vergesse dich nicht, sagt Gott zu mir. Was für eine wunderschöne Botschaft. Die haben sich hier versteckt und ich habe sie entdeckt. Es gibt uns für etwas Großes. Das war eine Aussage von Pater Kentenich. Und was damit gemeint ist, kann man hier oben so gut nachvollziehen. Große Eindrücke wie diese Berge hier wecken das Große in unserer Seele. Dafür gibt es mich, für diese Majestät, die hier spürbar wird. Nicht für unseren Kleinkrieg im Alltag, sondern für etwas Großes, was darüber hinausgeht, wofür Gott mich geschaffen hat und wofür er mich auch gebrauchen will. Das erinnert mich gerade an etwas anderes, was ich euch zeigen wollte. Kommt ihr mal mit? Wo waren wir jetzt? Ach so, es gibt uns für etwas Großes. Ich wollte euch hier dieses Schloss da hinten zeigen. Kennt ihr das? Das ist Neuschwanstein, das Schloss des Königs Ludwigs II. Von Bayern. Man sagt, er hat das gebaut so als Visualisierung dessen, was in ihm lebte. Das ist sein Meisterwerk, das er erschaffen hat. Ah, da bist du ja. Wie bist du nur so schnell hierher gekommen? Das ist mein Geheimnis. Du, aber ist das da hinten nicht gewaltig? Oh, das sieht wirklich gigantisch aus. So ein Schloss. Ich glaube, deswegen kommen auch so viele Menschen hierher, weil so ein Anblick hat echt was Faszinierendes. Von Adel, Größe, Erhabenheit, so majestätisch. Das stimmt, ja. Irgendwie wünscht sich doch jeder, auch etwas Besonderes zu sein, so irgendwie besonders Blut zu haben. Weißt du, vielleicht entdecke ich, dass ich ein heimlicher Prinz oder Prinzessin bin. Es gibt uns für etwas Großes. Mein Königs-Ich. Für die beste Version meiner selbst. Du, sollen wir vielleicht weitergehen? Ah, noch nicht. Wir sind doch jetzt gerade so an einem guten Thema dran.
Ja, das glaube ich, aber weißt du, es nützt nicht, einfach in irgendwelchen schönen Ideen und Gedanken zu schwelgen. Also los, wir können ja weiter am Thema bleiben. Na gut, gehen wir. Du, ich musste darüber nachdenken, was du gesagt hast, dieses Aktivwerden. Ich glaube, das stimmt. Um das persönliche Ideal zu finden, muss ich aktiv werden. Aber ich meine nicht im Sinne von Aktivismus, sondern eher so tiefer graben, achtsam sein, was mich eben anspricht oder worauf meine Seele reagiert. Dann merke ich nämlich auf einmal, langsam zeichnet sich ein Bild ab. Es ist so wie so ein roter Faden, der entsteht und ich entdecke den Kern. Also das, was so ganz meines ist, was mir geschenkt ist und was ich dann wieder weiterschenken kann. Und dem kann ich einen Namen geben, diesem Ideal eben. Die ganze Welt ist dann auf einmal voller persönlicher Botschaften Gottes an mich. Also so schöne große Bilder sprechen dann ganz persönlich zu mir. So eine sternklare Nacht, ein Wasserfall oder eben auch eine anstrengende Bergtour mit anschließendem atemberaubenden Ausblick und vieles andere. Ja, und damit man diesem Ideal auf die Spur kommen kann, da kann man sich eben einige Fragen stellen, die helfen einem. Wenn ich das entdecke, wie Gott mich sieht, was er für ein wunderschönes Bild von mir hat, dann ist es, wie in meiner Seele ein Licht angeht. Das macht mich so froh und gibt mir Sicherheit. Und dann weiß ich, was mir entspricht und was nicht, was zu mir passt und was nicht. Und auch, was mich weiterbringt und was nicht. Und die Meisterschaft besteht dann darin, dass wenn ich an mir arbeite, dass diesem Ich entspricht auch. Und unserem Gott ist es überhaupt nicht gleichgültig. Er hat uns erschaffen, um uns weiter zu erschaffen. Er hat uns ins Dasein gebracht, nicht auf einmal. Wir wachsen ja durch viele Jahrzehnte hindurch und werden immer mehr wir selber. Also unser persönliches Ideal, das ist so ein Vorgang. Gott verwirklicht uns als seine Geschöpfe nach und nach. Und die letzte Vollendung, das, was wir wirklich sein werden, das sehen wir erst im Himmel. Das gibt, glaube ich, mal ein Aufatmen und dann sagen wir bestimmt, ach, deswegen war also alles. Die Gestalt, die wir einmal haben werden, das, wofür es uns eigentlich gibt, also die Gestalt unserer Persönlichkeit, die sehen wir erst im Himmel. Und bis dahin sind wir unterwegs. Du, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir müssen uns jetzt auf den Weg machen, ehe es hier Nacht wird. Lasst uns einfach, wie immer, eure Gedanken und Fragen unten in den Kommentaren. Wir freuen uns schon auf das nächste Treffen. Bis dahin.